Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht erinnert ihr euch dran, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir auf dem Kanal hier den guten Matze gehabt, aka Scythe, ja, in-game. Und der hatte vor kurzem die 1 Million Total Stats als allererster Magier geknackt. Sozusagen auch als erster dauerhafter Spieler, der die Tränke drin hatte, weil Strider hatte ja vor Scythe noch den Rekord als allererster Spieler mit den 1 Million Total Stats geknackt gehabt, aber Strider ist halt jemand, der nie Tränke drin hat und der Matze schon, deswegen ist er im Scoreboard auf jeden Fall auf Platz 1. Mittlerweile gibt es schon 3 Spieler, die dauerhaft Tränke drin haben und die 1 Million Total Stats geknackt haben, und zwar haben wir jetzt mittlerweile auch auf Platz 2 die gute Nachteule. Ja, Glückwunsch an der Stelle, als zweiter Magier hier mit den 1 Million Total Stats am Start, als dritter Spieler insgesamt, wenn Strider halt mal seine Tränke dauerhaft drin lassen würde, macht er aber nicht, ja. Und dann haben wir jetzt hier gestern auch noch wieder einen neuen hinzubekommen mit 1 Million Total Stats. Und quasi auf Platz 3, der dauerhaft die Tränke drin hat, aber der allererste Krieger ist, der die 1 Million Total Stats geknackt hat. Und zwar ist das dein Nachbar. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Das ist auf jeden Fall eine mega krasse Leistung und konnte sich jetzt hier sozusagen als dritter Spieler mit dauerhaften Tränken die 1 Million Total Stats holen. Und das als erster Krieger ist definitiv auch schon eine sehr, sehr gute Leistung. Das reicht aber noch nicht, denn er hat gestern auch 2 große Meilensteine an einem Tag erreichen können. Nicht nur die 1 Million Total Stats hat er geknackt, sondern er hat auch als zweiter Spieler und somit als erster Krieger auch alle Dungeons in dem Game clearen können, also alle Gegner der Monstergrotte hat dein Nachbar ausgelöscht. Das hatte vor ihm bisher nur Nachteule geschafft. Ja, und das ist natürlich auch eine sehr, sehr heftige Leistung. Glückwunsch auch noch zusätzlich an der Stelle. Das ist natürlich heftig. 2 große Meilensteine mit einmal und als erster Krieger da mit reinzugehen, ist natürlich ziemlich nice. Das Ganze wurde auch gestern auf dem offiziellen Shakes and Fidget Channel gestreamt und da wurde auch der Try in der Monstergrotte gezeigt, also in dem Dungeon hier, wo wir jetzt gerade bei 6 von 10 sind. Ja, da kann ich euch mal den Try sehr gerne jetzt hier gerade mal einblenden an der Stelle. Und da gingen auf jeden Fall ein paar Pilze drauf und das Ganze wurde auch wieder so mit der Taktik, wie bei der Nachteule verfahren, sodass quasi er ein Krieger ist, aber der Kunigunde quasi den Mehrwert gegeben hat und somit sich einen Geschicktrank ausgerüstet hat, damit die Kunigunde bessere Chancen hat und da halt eben alles auf der Kunigunde, sag ich mal, dass da halt eben beliebt wird in die Kunigunde, wurde halt eben der Geschicktrank dort ausgerüstet und dementsprechend, auch versucht, das Hauptaugenmerk darauf auszulegen, dass die Kunigunde häufig ausweicht und viel Schaden macht. Und dementsprechend wurde hier auch der letzte Dungeon sozusagen in der Monstergrotte von der Schattenwelt halt eben besiegt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heftige Leistung auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der nächsten Zeit so weitergehen wird. Man kriegt natürlich nicht immer so alle Leute mit, die die Dungeons quasi besiegen, sondern halt kriegen wir nur die Leute mit, die damit halt eben auch an die Öffentlichkeit gehen. Man kann den Leuten halt eben nur danken, dass sie das machen, weil es gibt wahrscheinlich auch viele starke Spieler, die hier in der Ehrenhalle vertreten sind, von denen wir wahrscheinlich noch nie irgendwie großartig was gehört haben oder die sich halt eben jetzt nicht so, sag ich mal, im Austausch mit anderen, mit der Community sind, sondern halt eben nur so privat für sich vor sich her spielen. Und dann kann man halt eben manchmal gar nicht so großartig irgendwie nachvollziehen, wie weit die Leute eigentlich
schon teilweise sind. Und ja, deswegen ist es natürlich schön, dass wir gerade so eine Kämpfe sehen können. Auch als Nachteule damals die Monstergrotte besiegt hat in der Schattenwelt, haben wir ja auch ein Video bekommen, was er uns dann ja, gegeben hat. Und das konnten wir dann halt eben auch weiterhin ja, der breiten Masse, sage ich mal, zeigen. Dein Nachbar gestern, der halt eben im Stream da live reingepilzt hat, um halt eben den letzten Gegner zu besiegen. Und ja, jetzt sind natürlich soweit alle Klassen abgedeckt, die hier auch die 1 Million Total Stats erreicht haben. Wir haben hier auf der Position des Kriegers jetzt dein Nachbar, der als erster eingegangen ist mit den Millionen Todesstats. Wir haben den Scythe als Magier, der mit den Millionen Todesstats reingegangen ist. Und Strider, der halt eben mit dem Kundschafter mit ja, die 1 Million Todesstats als erstes erreicht hat. Es sieht so aus, als ob Turor derjenige ist, der dann halt eben als dauerhafter erster Kundschafter mit den Millionen Todesstats rumrennen wird. Und ja, jetzt heißt es auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange warten, bis irgendwann die nächste, neuere Klasse dann die Millionen Todesstats erreichen wird. Und ich denke mal, da können wir noch ein paar Jährchen warten, weil die 3 Standardklassen waren ja lange Zeit alleine gewesen. Und ja, jetzt die nächste Klasse, die erst danach gelauncht worden ist, das war damals auf W23, das war der Assassine gewesen. Ja, also ist der Assassine die nächste Klasse, die wahrscheinlich als nächstes dann halt eben auch die Million Total Stats erreichen wird. Und das wird wahrscheinlich hier der Caesar sein, der mit großem Abstand hier momentan gerade bei den Assassinen auf Platz 1 rumhängt. Ja, und danach kommt dann halt eben auch nochmal ein Stückchen weiter hinten raus der Kampfmagier, die Klasse, die dann als nächstes hier gelauncht worden ist. Da befinden wir uns jetzt gerade hier mit dem Barschal auf Platz 1 hier bei knapp über 700.000 Total Stats. Also das wird noch ein bisschen dauern. Hier sehen wir mich auch gerade hier auf Platz 5. Sogar abgerutscht hier wieder. Ja, hier wurde ich überholt tatsächlich, was die Total Stats angeht. Das ist ja natürlich krass. Ich weiß nicht, wie sieht es da aus? Levelmäßig müsste ich, glaube ich, noch... Oh, okay. Ja, krass. Da bin ich jetzt auf einer Stufe mit Freedom. Das ist natürlich eine heftige Sache. Freedom, wir spielen ja hier in derselben Gilde. Aber ich bin momentan, also wenn man jetzt nach der Rangliste gehen würde, bin ich jetzt mit meinem Battle Mage der zweithöchste Battle Mage weltweit. Also das ist natürlich jetzt auch nicht so verkehrt. Ne? Da könnte man sogar überlegen, eventuell, obwohl, ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hatte gerade überlegt gehabt, ob ich jetzt spontan gar keine Dungeons mehr pushen werde auf dem Battle Mage, damit ich quasi so eine Long-Term Dungeon-Pause mache und dann hinten raus irgendwie der höchste Battle Mage werde vom Level her. Aber das ist es mir dann nicht wert. Dafür bin ich viel zu sehr ein Goldspieler, sag ich mal. Und The Dark Mage ist auch jemand, der halt eben schon seit Anfang an darauf aus ist, eigentlich der höchste Battle Mage, beziehungsweise der höchste in seiner Klasse zu sein. Und keine Ahnung, was der noch an Dungeons offen hat. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise ist halt auch jemand, der total auf XP spielt. Und das mache ich halt eben auch nicht. Da sind mir halt, wie gesagt, die Stat-Punkte zu schade. Aber trotzdem, dafür, für die Spielweise, Platz 2 weltweit, ist natürlich sehr, sehr nice. Jetzt muss ich mal gleich nachschauen, wie es da momentan gerade aussieht, leveltechnisch. In der Gilde, wir haben ja hier Freedom, okay, 654 und hat hier ja knapp über 1 Million. Okay, gut, also Freedom ist tatsächlich noch vor mir, was jetzt die XP angeht. Also ich habe ja jetzt gerade mal so eben das Level voll gemacht. Also da spinnt die Anzeige so ein bisschen. Also wir sind da beide auf derselben Stufe. Wahrscheinlich sortiert er denn nach Alphabet, nach Namen denn, keine Ahnung. Ja, und ja, demzufolge
können wir uns da leider nicht so als zweithöchster Battlemage schimpfen. Aber auf Platz 3 sind wir momentan. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr knapp. Ja, Freunde, das soweit auf jeden Fall. Es werden einige Rekorde aufgestellt. Es ist einiges los. Und mal gucken, was so in der nächsten Zeit noch weiterhin so auf uns wartet an Rekorden. Aber das soll es erstmal soweit heute mit der Episode gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.